Ein 64 Kilo Cane Corso folgt seiner Besitzerin in jeden einzelnen Raum. Die Küche, das Badezimmer, den Kleiderschrank. Seit 14 Monaten war sie keine einzige Sekunde allein, nicht einmal. Und was ihre Nachbarn als krankhaft bezeichnet, nannte der Polizeibeamte, der um 3:17 Uhr nachts an ihrer Tür klingelte, etwas ganz anderes. Laura Schneider hatte ihr System. Kaffee um 6:45 Uhr, Dusche um 7:10 Uhr, aus der Tür um 7:40 Uhr. Jeden Morgen, allein, in einem Zwei-Zimmer-Apartment, das hallte, wenn sie zu schnell durch den Flur lief. 2 Jahre lang hatte sie allein gelebt, nachdem ihre letzte Beziehung sich einfach aufgelöst hatte. Langsam, leise und dann weg. Sie hatte ihren Job als Physiotherapeutin, ihre Pflanzen, 12 Stück, alle mit Namen, ihre Routine. Was sie nicht hatte, war jemand, der auf sie wartete, wenn sie nach Hause kam. Das sagte sie sich jeden Morgen um 6:45 Uhr, Kaffee in der Hand, am Küchentisch, der für 4 gebaut war. Dann schickte ihr eine Freundin ein Foto. Sein Name ist Cäsar, er ist im Tierheim Neukölln, seit 11 Monaten. Keiner will ihn, weil er zu groß ist. Laura öffnete das Foto und sah einen 64 Kilo Cane Corso in bläulich-grauem Fell, der in einem Betonzwinger saß, den massigen Kopf auf die Pfoten gelegt und direkt in die Kamera starrte, als wäre er es schon leid, übersehen zu werden. Sie fuhr nur zum Schauen hin, das sagte sie sich zumindest. Klaus vom Tierheim empfing sie mit einem Blick, den sie kannte. Erwartungen dämpfen, bevor etwas schief läuft. Er ist nicht aggressiv, sagte Klaus. Er ist nur viel. Er folgt dir, überall. Die erste Familie sagte, es fühle sich erdrückend an. Die zweite hat 9 Tage durchgehalten. Die dritte rief uns um Mitternacht an, kommt ihn holen, er lässt uns keine einzige Tür schließen. Laura schaute Cäsar durch die Gitterstäbe an. Cäsar schaute zurück. Dann stand er langsam auf und drückte sein gesamtes Gesicht gegen die Stäbe, Augen geschlossen, lehnte sich einfach in ihre Hand, in den Moment. Klaus blinzelte, das hat er noch nie gemacht. Laura unterschrieb die Papiere 40 Minuten später. Die erste Woche war lehrreich. Cäsar verstand das Konzept persönlicher Raum nicht. Er verstand Nähe. Er verstand, ich bin hier, du bist hier und das soll sich nie ändern. Er folgte ihr in die Küche, ins Badezimmer, in den Kleiderschrank, während sie Klamotten aussuchte, mit der Aufmerksamkeit eines Mannes, der Meinungen zu ihrem Outfit hatte, aber zu höflich war, sie laut zu sagen. Sie versuchte am 2. Tag die Badezimmertür zu schließen. Cäsar setzte sich davor und seufzte. Ein langer, langsamer, zutiefst enttäuschter Seufzer, wie ein Ehemann, der gebeten wird, im Auto zu warten. Sie öffnete die Tür. Er ging rein, setzte sich auf die Badematte, starrte auf den Duschvorhang. Als sie herauskam, fegte sein Schwanz einmal über den Boden. Siehst du, war das so schwer? Und er ging vor ihr raus. Am 4. Tag hörte sie auf, Türen zu schließen. Am 7. Tag hatte er ihre Seite des Bettes beansprucht. Er ließ ihr ungefähr 40 Zentimeter auf der linken Seite und fand das großzügig. Nach 3 Wochen änderte sich etwas. Laura kam von einem schlechten Tag nach Hause. Ein Patient hatte einen Rückschlag erlitten. Sie fuhr schweigend nach Hause. Diese Art von Müdigkeit, die Schlaf nicht heilt. Sie ließ ihre Tasche fallen, setzte sich auf den Küchenboden, saß einfach da. Cäsar kam aus dem Wohnzimmer. Er sprang nicht, er ballte nicht. Er legte sich neben sie, 64 Kilo, ruhig und bedächtig, und legte seinen Kopf in ihren Schoß. Er ruhte dort einfach, warm und still. Laura saß 20 Minuten auf diesem Küchenboden und zum ersten Mal seit 2 Jahren fühlte sich das Zuhause nicht leer an. Du schaust schon eine Weile zu und hast noch nicht abonniert? Das tut ehrlich gesagt ein bisschen weh. Drück den Button, du willst sehen, wie das hier weitergeht. Die Routinen kamen nächstes. Jeden Morgen um 6:43 Uhr, 2 Minuten vor ihrem Wecker, erschien Cäsar an der Schlafzimmertür und nieste. Nicht bellte, nieste. Ein ganzkörperlicher, theatralischer Nies, der die Fenster zum Klirren brachte und ankündigte, dass der Tag offiziell begonnen hatte. Jeden Abend, wenn sie nach Hause kam, brachte er ihr einen Schuh. Immer den linken, nie den rechten. Er trug ihn zur Tür, legte ihn ihr zu Füßen und schaute sie an, als hätte er ein Problem gelöst, von dem sie nicht wusste, dass sie es hatte. Ihre Nachbarin Hannelore, pensionierte Lehrerin, beobachtete diese Routine eines Nachmittags über den Zaun und sagte ohne jede Ironie:
Schatz, dieser Hund ist aufmerksamer als mein Ex-Mann in 22 Jahren Ehe. Laura widersprach ihr nicht. Dann kam der 4. März, 3:17 Uhr. Laura wachte auf, weil Cäsar am Schlafzimmerfenster stand, vollkommen reglos. Er starrte in den Hinterhof mit einer Konzentration, die sie noch nie bei ihm gesehen hatte. Cäsar? Er drehte sich nicht um. Das Bewegungslicht leuchtete und am hinteren Zaun eine Gestalt, die dort stand, das Haus beobachtete. Cäsar machte einen Schritt nach vorne und dann machte er ein Geräusch, das sie noch nie gehört hatte. Kein Bellen, kein Knurren, sondern etwas Tieferes und Älteres. Ein Laut, der sagte: »Ich sehe dich und du solltest jetzt gehen.« Die Gestalt bewegte sich 3 Sekunden lang nicht, dann war sie weg. Cäsar legte sich auf seine Seite des Bettes und schloss die Augen, in 40 Sekunden eingeschlafen, als hätte er einfach etwas erledigt, das erledigt werden musste. Sie rief am Morgen die Polizei, Notruf 112. Der Beamte stellte frische Kratzer am hinteren Gartentor fest, sagte, es habe in der Woche Meldungen in der Nachbarschaft gegeben, sagte, sie habe Glück, einen Hund zu haben. Glaubt ihr, dass Cäsar in dieser Nacht genau wusste, was er tat, oder war es reiner Instinkt? Schreibt eure Antwort jetzt in die Kommentare. Cane Corsos gehören zu den ältesten Schutzhundrassen der Welt, gezüchtet nicht zum Angriff, sondern zur Wahrnehmung, um eine Situation zu lesen, bevor du es tust. Cäsar hat das nicht am 4. März gelernt. Er trug es durch 11 Monate im Tierheimer Zwinger. Er wartete auf jemanden, für den es sich lohnt. Das Folgen ist keine Anhänglichkeit, es ist der Job. Du kannst nicht bewachen, was du nicht sehen kannst. Jede Tür, die Cäsar nicht schließen ließ, jeder Schuh, der zur Tür gebracht wurde, jedes Niesen um 6:43 Uhr, das alles bedeutete dasselbe. Ich bin hier. Du bist nicht allein, ich hab das. Heute, 14 Monate später, hat Laura aufgehört zu sagen, dass sie allein lebt. Cäsar beansprucht noch immer seine Seite des Bettes, bringt noch immer den linken Schuh, überprüft noch immer ein letztes Mal den Hinterhof, bevor er sich hinlegt, denn das ist es, was Beschützer tun. Der Küchentisch hat noch 3 leere Stühle, aber der 4. steht jetzt zur Seite, weil Cäsars Körbchen dort ist und er wichtiger ist als das Mobiliar. Laura sagte es schlicht: Ich dachte, ich rette ihn. Das sage ich nicht mehr, denn ich glaube, wir beide wissen, was wirklich passiert ist. Manche Hunde beschützen dich nicht, weil sie darauf trainiert wurden. Sie beschützen dich, weil sie entschieden haben, dass du ihnen gehörst. Und wenn ein Cane Corso das einmal entschieden hat, ändert sich das nie wieder. Ist das, was Cäsar fühlt, Liebe oder Instinkt? Und spielt es überhaupt eine Rolle? Schreibt es mir in die Kommentare.